Servus zusammen. In der heutigen und auch ersten Episode zu Freebooters Fate Anführer möchte ich mit euch mal die Anführermodelle ansehen, die wir bei den Piraten spielen können. Die Piraten waren von Anfang an bei Freebooters Fate dabei, sind auch eine der ikonischeren Mannschaften und diese, mit der ich damals überhaupt ins Spiel eingestiegen bin. Und das ist auch mehr oder weniger der Grund, wieso diese Mannschaft hier jetzt als erstes an die Reihe kommt. Wie gesagt, wir schauen uns hier in diesem Video die einzelnen Anführermodelle gleich an, welche Sonderregeln das die mitbringen und so ein paar Kleinigkeiten, auf die ich hier bei den einzelnen Figuren dann eingehen werde und möchte. Der Gedanke dahinter ist ganz einfach, vielleicht dem einen oder anderen von euch zu helfen, wenn er die Piraten oder überhaupt erst mit Freebooters Fate starten möchte, schon zuerst Überlegungen und Gedanken zu haben, mit welchem Anführer man anfangen könnte, oder eben, wenn ihr bereits Piraten spielt und erweitern wollt, welcher Anführer bietet da vielleicht eine gute Chance, Gelegenheit dafür, weil hier vielleicht ein ganz anderer Spielstil möglich ist als das, was ihr bisher so gespielt habt. Wir wollen uns hier aber gar nicht länger aufhalten und wechseln gleich mal die Ansicht und sehen uns den ersten Anführer an. Starten möchte ich als erstes Modell mit der Pirate Queen als unsere erste Anführerin. Sie kostet uns, wenn wir sie mitnehmen wollen, 95 Dublonen, ist also nicht ganz so günstig, bringt uns dafür aber auch eine Reihe von Sonderregeln mit. Sie selbst hat eine Bewegung von 15, also eine eigentlich normale Bewegung, nicht sonderlich schnell unterwegs. Was aber interessant ist, ist ihre Grundstärke im rechten Arm von 9, also schon sehr, sehr stark für den Nahkampf. Und von den Ausrüstungsoptionen hat sie eben in diesem rechten Arm, deswegen auch Stärke 9, einen Entersäbel und im linken Arm eine Pistole mit Stärke 6,5 und 30 cm Reichweite. Was die Sonderregel von ihr betrifft, bringt sie uns einmal den Befehl mit. Damit kann sie mit einer einfachen Aktion eine Aktion an ein befreundetes Modell weitergeben in ihrem Kontrollbereich. Dadurch kann sich zum Beispiel ein Schütze bereits sehr früh im Spiel einmal bewegen, um sich zum Beispiel in Position zu bringen und dann noch immer mit seinen beiden eigenen Aktionen zielen und dann schießen zu können. Das wäre zum Beispiel so eine Einsatzmöglichkeit von dieser Befehlssonderregel. Als zweites hat sie Fechtmeisterin. Standardmäßig hat man ja, wenn man als aktive Figur, die eine Nahkampfattacke durchführt, angreift oder eben auch schießt, normalerweise 2 Trefferzonenkarten, die man ziehen kann, von den insgesamt 6. Und die Pirate Queen hat durch Fechtmeisterin von Haus aus schon mal eine dritte Karte. Diese ist eben nur im Nahkampf einsetzbar, diese dritte Karte, aber das macht sie eben ein bisschen stärker für den Nahkampf in Verbindung mit Stärke 9 von Haus aus, zusammen mit eben dieser dritten Angriffskarte, hat man hier schon ganz gute Chancen, auch mal das eine oder andere Mal öfter zu treffen. Die dritte Sonderregel von ihr ist Powder Monkey. Diese ist ganz gut in Bezug auf ihre Pistole, denn die Pistole hat Nachladen. Man müsste also in jeder Aktivierung eine Aktion ausgeben, um die Pistole nachladen zu können. Mit Powder Monkey fällt das weg, denn diese Regel sagt aus, dass man mit einer Aktion weniger als normalerweise ein Nachladen durchführen kann, also eine Pistole mit normalem Nachladen kann kostenlos geladen werden, somit dass noch beide Aktionen dann für andere Sachen zur Verfügung stehen. Somit kann sie eigentlich auch jede Runde schießen, wenn man das möchte. Oder eben andere Waffen wie Musketen, die beide eine komplexe Aktion ausgeben müssen, um nachzuladen, können das Ganze als einfache Aktion machen.
aber hier in diesem Fall betrifft es eben nur die Pistole, die wir so kostenlos nachladen können. Und als letzte Sonderregel hat sie dann noch den Sammelruf. Mit dem können sämtliche befreundete Charaktere, die sich in ihrem Kontrollbereich von 20 cm befinden, wenn sie in Panik gerade sind, durch eben eine einfache Aktion, die sie ausgibt, einen Moralwerttest machen, können dafür auch den Moralwert der Pirate Queen verwenden, um diesen einfacher zu schaffen im Regelfall, und hätten dann noch ihre eigenen Aktionen, sollten sie den Moralwerttest schaffen, zur Verfügung, um eben noch etwas machen zu können. Alles in allem also eine Anführerin, die ein paar mehr Sonderregeln hat, dafür auch etwas teurer ist, aber ein ganz gutes Gesamtpaket bringt, sowohl was die Stärke für den Nahkampf betrifft, als auch Fernkampfunterstützung und eben mit Befehl und Sammelruf der Möglichkeit, die eigene Mannschaft zu supporten. Der zweite Anführer ist Kapitän Rosso. Mit dem hat auch bei mir damals alles angefangen, weil er eben auch in der allerersten Starterbox noch in der ersten Edition von Freebooters Fate auch als Anführer mit dabei gewesen ist. Bei ihm ist es so, er hat auch eine 15er Grundbewegung, aber nur eine Stärke von 7, was eigentlich trotzdem noch immer ganz okay ist. Mit seinem schweren Dolch für den Nahkampf. Aber was bei ihm ganz interessant ist, er hat den Schwerpunkt total auf Fernkampf gelegt, denn ihr bekommt bei ihm insgesamt 4 Pistolen. Das heißt, er hat zwar eine schwächere Nahkampf, ein wenig mit im Vergleich zur Pirate Queen 9 nur 7. Dafür hat er aber 4 Pistolen mit ebenfalls 30 cm und sogar ein bisschen mehr Stärke dabei. Das schlägt sich bei ihm natürlich dorthin gehend wieder, dass er nochmal um 5 Dublonen teurer ist und ganze 100 Dublonen kostet. Diese aber meiner Meinung nach auch wert ist, da man sehr viele Spielereien auch machen kann mit ihm. Zum einen hat er eben auch wieder die beiden Sonderregeln Befehl und Sammelruf, die wir gerade hatten. Also auch hier die Möglichkeit, unsere Mannschaft zu supporten. Daher auch für Einsteiger eigentlich ganz gut geeignet. Kommt dann noch dazu als dritte Sonderregel mit furchtlos daher. Das bedeutet eben, dass er selbst niemals einen Paniktest machen muss, sondern jeden Moralwerttest automatisch besteht, den er machen müsste, was dann eben schon eine Sache ist, mit der man sehr einfach arbeiten kann, weil man sich über Panik bei ihm in keinster Weise Gedanken machen muss. Und seine spezielle Sonderregel, die er noch mitbringt, ist der Feuersturm. Das ist auch die letzte Sonderregel, die er hat. Diese Sonderregel erlaubt es ihm mit einer einfachen Aktion 2 seiner 4 Pistolen abzufeuern. Voraussetzung dafür natürlich, es müssen mindestens 2 Pistolen geladen sein, würde dann aber eben beide Waffen zugleich abfeuern auf ein und dasselbe Ziel, und dafür bekommt er für diese Fernkampfattacke einen Bonus von einer zusätzlichen Trefferzonenkarte. Eben hat auch hier wie die Pirate Queen im Nahkampf 3 Angriffskarten bekommt. Aufgrund der Fechtmeisterin hat er dasselbe mit Feuersturm quasi im Fernkampf, wenn er diesen durchführt, und bekommt zusätzlich aber auch noch +2/+2 Fern, was eben seine Pistolen dann von Stärke 7/5 zu 9/7 werden lässt, was auch schon ziemlich stark dann natürlich im Fernkampf ist. Unsere dritte Anführerfigur ist Regicide. Für mich neben Rosso die Anführerin, die ich am zweithäufigsten gespielt habe und auch die, die ich mir als zweites damals vor Ewigkeiten eben zugelegt hatte. Bei ihr wird es jetzt etwas günstiger mit nur unter Anführungszeichen 90 Dublonen. Wir bekommen auch hier wieder
den Befehl und den Sammelruf, also auch hier wieder den Support für die Mannschaft. Und zusätzlich kommt sie noch mit heißblütig als dritte Sonderregel daher. Darauf werde ich gleich kommen. Zuerst noch zu ihren Ausrüstung und ihren Grundsachen von vorhin, wie wir das bereits hatten. Eben auch hier, sie hat dieselbe Bewegung von, unter Anführungszeichen, nur 15, hat aber in ihrem linken Arm eine Stärke von 8, also genauso der Mittelweg zwischen Pirate Queen und Rosso, bringt ebenfalls auch wieder eine Pistole mit, die sie aber in diesem Fall nachladen muss, eben nicht Powder Monkey, wie das bei der Pirate Queen der Fall ist, und ist in diesem Zusammenhang meiner Meinung nach auch im Vergleich zu den ersten beiden Anführern die nicht unbedingt so einen starken Fokus auf Beschuss oder auf Nahkampf hat, sondern beides irgendwie machen kann, aber ich würde sie trotzdem eher nahkampflastiger spielen, und das hat zwei Gründe. Zum Grund Nummer eins, ihre gerade vorhin genannte Sonderregel heißblütig. Und heißblütig sagt eben aus, wenn Regicide mindestens einen Lebenspunkt verloren hat während des Spiels, dann bekommt sie einen Bonus von +1/+2 auf ihre Stärke Profile. Damit hätte zum Beispiel der linke Arm mit dem Degen nicht mehr Stärke 4/8, sondern auf einmal 5/10, was schon extrem stark im Nahkampf ist. Und zusätzlich dazu bekommt sie noch +1/+1 auf dem Widerstand, hat also dann statt Widerstand 2/3, 3/4 in weiterer Folge. Und als Bonus zu dem Ganzen gibt es dann noch die Sonderregel standhaft, wodurch es ihr möglich wäre oder möglich ist, genauer gesagt, wenn sie einen Moralwerttest machen müsste, dass sie diesen jeweils einmal wiederholen kann. Den zweiten Wert muss sie aber auf alle Fälle bindend dann nehmen. Also das Ergebnis zählt dann. Und dazu kommt noch als kleiner Effekt, dass diese Heißblütigkeit dauerhaft für den Rest des gesamten Spiels endet, sollte sie irgendwann mal einen Moralwerttest trotz Wiederholen nicht bestanden haben. Ja, ich weiß, das hier ist jetzt keine Anführerfigur, sondern genauer gesagt sogar eine Söldnerin. Vielleicht etwas, das für den Anfänger nicht so ganz geeignet ist, aber es handelt sich hierbei bei dieser Figur um den zweiten Grund, wieso ich Regicide so gerne spiele oder sie bei mir eben die meistgespielte Anführerfigur ist. Denn Estrella Nocturna, die ihr hier seht, ist eine Söldnerin, die wir für die Piraten mitnehmen können für 45 Dublonen. Und sie ist eben Mystikerin und darf bis zu 3 Loas aus der Missgunst mitnehmen. Und genau das ist auch der Grund, wieso ich sie zusammen mit Regicide eigentlich immer spiele, denn ich habe dann im Regelfall 3 Loas, zwischen denen ich wähle. Und zwar, das ist einmal Kalaka für 5 Dublonen oder eben Intrigue für auch 5 oder Dalion für 10. Wie viele von diesen Loas ich dann schlussendlich mitnehme, hängt immer von der Gesamtzusammenstellung der Mannschaft ab, wie viele Punkte ich übrig habe. Im Regelfall starte ich mit einem der beiden 5 Dublonen und mit Dalion, und den dritten verbleibenden Loa nehme ich nur dann mit, wenn eben die Punkte noch übrig sind. Und wieso nehme ich das Ganze? Zum einen habe ich eben Dalion, der wird also es ist hier vielleicht noch dazu zu sagen, sowohl Estrella als auch Regicide befinden sich in Nähe zueinander, sodass eben die Loas auf sie auch gesprochen werden können, beziehungsweise Dalion, den ich dann bereits zu Beginn als quasi erste Aktivierung
der Mystikerin dann auch auf Regicide spreche. Dadurch ist sie ein bisschen besser geschützt, weil jedes Mal, wenn dann Regicide, vor allem weil das ein Dauergast ist, bleibt diese Karte, diese Anrufung dann bestehen, bis sie ausgetrieben wird auf Regicide und hat eben diesen Effekt, dass jedes Mal, wenn Regicide Schaden erleidet, eine Schicksalskarte gezogen wird, und sollte diese weiß sein, dann wird die Hälfte des Schadens, den sie erleidet, aufgerundet an den Gegner, an das gegnerische Modell, welches diesen Angriff durchgeführt hat, zurückgeworfen. Also bekommt somit auch der Gegner auf diese Art und Weise Schaden. Und eben Regicide selbst bekommt nur noch diesen Schaden, der dann am Ende übrig bleibt, nachdem der aufgerundete halbe Schaden zurückgeworfen wurde. Dadurch ist sie sehr gut wieder für den Nahkampf geeignet, weil sie eben dann länger im Spiel bleibt. Und meistens habe ich dann noch Calaca als zweites dabei. Der wird dann im Verlauf ab meistens so der dritten Runde, vierter Runde auf ein ausgesuchtes Ziel, auf einen Charakter bei der gegnerischen Mannschaft gesprochen. Damit erhalten, wenn dieser erfolgreich angerufen wurde, jeder Angriff, der gegen dieses Ziel gerichtet ist, dann einen Schadensbonus von +2 und verursacht somit auf diese Art und Weise eben mehr Schaden beim Gegner. Und da sieht man schon ein bisschen, wo diese ganze Kombinationsgeschichte hingeht, dieser beiden Charaktere. Also sehr auf den Nahkampf ausgebaut, auch wenn es nicht unbedingt sein müsste. Oder eben, wenn ich die Punkte noch übrig habe, ist es meistens auch der dritte Lore, der bei mir eingepackt ist für die verbleibenden 5 Dublonen, und zwar Intrigue. Und mit diesem kann man ein gegnerisches Charaktermodell dazu bringen, seine Aktionen, seine Aktivierung erst ganz als allerletztes Charaktermodell in der gegnerischen Mannschaft durchzuführen, was natürlich den Vorteil hat, wenn ein bereits angeschlagenes Modell vielleicht im Offenen sehr gut erreichbar steht, kann man durch diese Anrufung, wenn der Mitspieler das vielleicht übersehen sollte und die Figuren stehen lässt oder man selbst eben beginnt in dieser Runde als erstes zu aktivieren, kann man diesen Lore verwenden und damit eben den Gegner zwingen, diese Figur erst als allerletztes aktivieren zu können. Unser nächster Anführer ist zugleich auch der günstigste, der uns bei den Piraten zur Verfügung steht. Bako Makaduko hat jetzt auch keine besonderen Werte, was Bewegung anbetrifft, auch hier nur 5-10, auch nur maximal Stärke 7 im Nahkampf, also nichts Besonderes in der Hinsicht. Von meiner Seite auch ein Modell, das ich persönlich noch gar nie gespielt habe. Aber was bei ihm sehr interessant ist, er hat für den Fernkampf eine Donnerbüchse. Diese hat den kleinen Nachteil, dass sie als schwere Waffe eine komplexe Aktion fürs Nachladen benötigt, also beide Aktionen quasi dafür draufgehen, wenn man das machen möchte. Dafür bringt sie aber von Hause aus 40 cm Reichweite und eine Stärke von 8,5 mit, zusammen mit der Sonderregel Umhauen, welche eben aussagt, wenn er mit dieser Waffe mindestens 3 Punkte Schaden verursacht, wird der Gegner umgehauen. Was sehr schön ist, weil der Gegner ist, wenn er umgehauen wird, wehrlos, wird also bei einer Aktion, bei einem Angriff von uns in weiterer Folge automatisch getroffen, solange er am Boden liegt. Und er muss auch auf alle Fälle in seiner Aktivierung, seiner nächsten, aufstehen und muss somit schon mal eine seiner Aktivierungen, seine Aktionen verwenden, um eben aufstehen zu können, wo er dann weniger andere Sachen machen könnte. Und eine Standardstärke 7 eben für den Nahkampf mit einem Entersäbel. Auch er bringt wieder Befehl und Sammelruf mit, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Und was aber bei ihm noch sehr interessant ist, er ist furchterregend. Furchterregend hat den Effekt, dass sowohl wenn Bako ein gegnerisches Modell angreifen möchte, als auch wenn
uns der Gegner mit einem seiner Modelle angreifen will, muss er jedes Mal einen Moralwerttest ablegen, einen Paniktest. Sollte er diesen bestehen, dann werden die Aktionen ganz normal weiter abgehandelt und der Gegner ist ab diesem Zeitpunkt dann auch gegenüber Bako für den Rest des Spiels furchtlos, was natürlich nicht ganz so schön ist. Aber wenn der Gegner den Paniktest eben nicht schafft, den Moralwerttest eben nicht schafft, dann kann Bako seine Attacken ohne Gegenwehr ausführen oder eben wenn der Gegner in seiner Aktion einen Angriff eine Angriffsbewegung zum Beispiel ansagt, einen Sturmangriff oder eine normale Bewegung in den Nahkampf und dort dann den Moralwerttest nicht schafft, dann bleibt die Figur an Ort und Stelle stehen, weil sie eben in Panik verfällt quasi und die dafür aufgewendete Aktion ist verloren und kann nicht mehr für irgendetwas anderes durchgeführt werden, sondern der Gegner bleibt einfach wie angewurzelt sozusagen stehen. Auch sicher mal ein sehr spannender Charakter, den man mal als Anführer mitnehmen kann. Vor allem, wenn man dann mal die Punkte vielleicht nicht übrig hat, weil man ein paar teurere Spezialistenmodelle vielleicht mal ausprobieren möchte. Da bietet sich das Ganze vielleicht auch an. Als nächste Anführerin haben wir Captain Desset, die mit ganzen 90 Dublonen aufs Konto kommt, dafür aber auch ein paar interessante Sachen mitbringt und uns auch einiges an Abwechslung bietet, vor allem wenn man schon mal ein, zwei Anführer vor ihr gespielt hat, ist sie vielleicht eine ganz gute weitere Auswahl. Was hat sie grundsätzlich mal von den Standardsachen? Normale Bewegung von 15 und in ihrem rechten stärkeren Nahkampfarm Stärke 8, wo sie einen Degen hat und dann eben noch eine Duellpistole für den Fernkampf mit eben klarerweise Nachladen, 40 cm Reichweite und Stärke 6,4. Dazu hat sie eben noch die Möglichkeit als Anführerin Befehle zu geben und auch den Sammelruf. Auch das ist etwas, das wir bereits kennen und mit bekannt in allen Gassen. Das ist etwas, das sie besonders macht. Hat sie die Möglichkeit, anstelle einer Söldnerfigur, was man ja auch mitnehmen kann, bei den Mannschaften, hier im Falle der Piraten, wenn man sie als Anführerin spielt, auch Gefolge oder Spezialistenfiguren aus anderen Mannschaften einzupacken und in die Mannschaft mitzunehmen, anstelle einer regulären Söldnerfigur. Also dadurch ist es zum Beispiel auch mal möglich, einen Assassinen zu spielen der Bruderschaft als Piratenspieler. Dazu kommt noch die Fähigkeit Parieren. Diese Sonderregel gibt ihr die Möglichkeit, wenn sie bereits getroffen wurde, um nochmal eine weitere Trefferzone zu ermitteln, um so eventuell den Treffer doch noch abzuwenden. Und ansonsten, was man bei ihr auch noch hat, sie kann eben auch als Söldnerin mitgenommen werden in anderen Mannschaften außerhalb der Piraten. In diesem Fall würde sie dann die Sonderregel Befehl durch Lieutenant ersetzen und kann auf diese Art und Weise dann auch Befehle geben, wenn der ursprüngliche Anführer der Mannschaft aus dem Spiel bereits ausgeschieden ist. Und daher ist sie vielleicht auch eine ganz interessante Anführerin als zweite oder dritte Figur in der Anführerauswahl, um hier dann einfach eine möglichst große Auswahl auch zu haben an unterschiedlichen Charakteren, die man eben als potenzielle Söldner hier mitnehmen könnte. Den heutigen Abschluss bei den Anführern der Piraten macht Rubio, das neueste Anführermodell, das die Piraten haben, der auch in der aktuellen neuen Starterbox enthalten ist. Gleich wie Rosso kostet auch er 100 Dublonen, bringt dafür aber auch einiges mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
auch wieder den Standardwert mit 15er Bewegung und eine durchaus ganz gute Stärke von 8 in seinem rechten Arm für den Nahkampf, wo er eben einen typischerweise Degen trägt bei Stärke 8, hat er, und auf dem linken Arm hat er eben auch eine Duellpistole mit 40 cm und 6 Vierer Stärke. Ansonsten bringt er wieder bekannte Sachen mit wie Befehl und auch Sammelruf. Gleich wie Rosso bringt auch er furchtlos mit, besteht also immer seine Moralwerttests und hat aber noch zwei weitere Sonderregeln, die ihn vom Rest der Anführer abheben. Das ist einmal die Sonderregel attraktiv, welche eben aussagt, dass alle unsere befreundeten Charaktere, solange sie sich in 20 cm Umkreis um Rubio befinden, +1/+1 auf ihre Stärke bekommen, also somit sich im Nahkampf etwas besser anstrengen. Also schon auch ein Charakter, der dann zusammen mit Furchtlos doch eher etwas weiter vorne gespielt werden sollte, um eben auch möglichst von dieser Attraktivregel zu profitieren. Und die zweite Sonderregel, die er noch mitbringt, ist Meister der Taktik. Mit dieser ist es uns möglich, am Anfang jeder Runde, sobald feststeht, welcher Spieler als erstes an der Reihe ist, können wir uns die obersten 5 Karten aus dem Schicksalskartendeck ansehen und müssen diese dann wieder in der gleichen Reihenfolge zurücklegen. Aber somit wissen wir dann schon mal, welche nächsten 5 Karten am Deck liegen. Man muss sich eben nur noch merken, welche Karten das dann sind und kann so seine Aktionen planen bzw. darauf reagieren, wenn man eben weiß, okay, der Gegner ist als erstes dran, führt vielleicht einen Angriff durch, dann weiß man schon durch die obersten Karten, was der Gegner eben ziehen wird und was wir möglicherweise auch ziehen werden. Es gäbe jetzt mit Blanche Pascal und Calamit Balfour beziehungsweise mit der 2.0er Variante noch 3 weitere Anführermodelle. Das sind aber limitierte Figuren, beziehungsweise eben auch dorthin gehend dann legendäre Figuren, die man so regulär ohnehin nicht bekommt und auch nicht mehr bekommen kann. Daher werde ich die hier gar nicht behandeln, weil dafür gibt es jetzt auch keine Regeln, die man so sofort jetzt bekommen kann. Vielleicht kann man sich mittlerweile das Ganze als PDF runterladen, aber sie sind jetzt nicht so offiziell im Spiel enthalten und daher eigentlich nicht so sehr relevant fürs Spiel, weil es wahrscheinlich auch gar nicht erlaubt ist, diese auf Turnieren einzusetzen. Daher werde ich die hier auch ganz einfach mal aussparen. Ich habe letztens ein Video gemacht zu den ersten Grundlagen zu Freebooters Fate. Das Video werde ich euch hier jetzt am Ende verlinken, falls sich das jemand von euch ansehen möchte, um schon ein bisschen so die ersten auch Grundregelerfahrungen zu sammeln, die ersten Sachen zu sehen, beziehungsweise findet ihr den Link zu diesem Video auch in der Videobeschreibung.